Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wollen wir uns nochmal das Thema High Value anschauen. Ihr habt es ja sicherlich schon mal gesehen, beziehungsweise eventuell habt ihr davon gehört. Wenn nicht, erfahrt ihr es jetzt hier. Ich habe vor 8 Monaten in etwa schon mal das erste Video zu High Value gemacht. Das heißt, High Value ist quasi ein All-in-One Deepin Manager. Ich sag's mal relativ einfach. Und das Ganze läuft auf Windows, Linux und macOS. Das bedeutet, ihr habt mit High Value die Möglichkeit, viele Deepin-Projekte in nur einer Node laufen zu lassen. Und gerade jetzt, wo die Deepin-Projekte quasi wie Pilze aus dem Boden sprießen, ist das natürlich eine gute Gelegenheit, das Ganze ein bisschen besser zu konsolidieren etc. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch natürlich jetzt auch in diesem Video. Ja, ich hatte es eben schon gesagt, das Ganze läuft unter Windows, Linux und macOS. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, auf diversen Systemen das Ganze zu installieren. Die Installation ist eigentlich relativ einfach. Das heißt, ihr ladet euch die App runter, installiert quasi die Node und ihr könnt damit halt eben Token aus der Web3-Geschichte verdienen, beziehungsweise auch USDT. Kleinigkeiten, beziehungsweise wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, gucken wir uns noch an. Hier auch nochmal ganz, ganz wichtig, ist für jedermann geeignet. Das heißt, es ist hier keine komplizierte Installation mit irgendwelchen Strings, Linux-Containern etc., sondern es ist eine relativ einfache grafische Oberfläche. Die Node läuft von ganz alleine. Ihr müsst da nicht viel tun. Das heißt, es werden viele von euch auch relativ einfach hinkriegen. So sieht das Ganze auch dementsprechend mal aus im Dashboard. Gucken wir es natürlich auch gleich mal an. Und hier findet ihr dementsprechend auch noch die Nachrichten dazu. Ja, ich habe ja gesagt, das Ganze ist relativ einfach. Deswegen, bevor wir uns mal die Netzwerke anschauen, nochmal kurz zur Installation. Das bedeutet, ihr seht zum Beispiel hier mal die Requirements, was ihr braucht, damit das Ganze läuft. Ich mache das mal ein Stückchen größer, damit ihr es besser sehen könnt. Ihr seht hier zum Beispiel, das läuft unter Windows 10. Das heißt, der Rechner braucht nur einen Kern, 1 GB RAM und 500 Megabyte Festplatte. Das bedeutet, das Ganze ist auch auf Mini-PCs lauffähig. Das heißt, auch auf PCs, die wenig Leistung haben. Ja, viele von euch haben sowas, wir ja natürlich auch wegen der Stromspar-Eier, kennen wir hier in Deutschland. Nichts ist günstig, sage ich jetzt mal. Von daher habt ihr zum Beispiel im Windows-Umfeld, falls es ein Windows-Client ist, halt eben diese Systemvoraussetzung. Bei macOS ist das genau das gleiche. Und bei Linux seht ihr hier Mindestvoraussetzung Ubuntu 20.04 beziehungsweise 22.04 LTS. Auch hier ein Core braucht ihr 1 GB RAM und 500 Megabyte freien Speicher auf der Platte. Und hier wird halt eben auch jeweils erklärt, wie es funktioniert. Ja, ich hatte eben schon gesagt, dass Hivelo quasi eine All-in-One Deepin-Lösung ist und Hivelo hat aktuell schon Netzwerke drin. Die schauen wir uns jetzt hier an. Das heißt, momentan sind diese 6 Netzwerke schon inkludiert in dieser Hivelo Node, sage ich mal. Zum einen LivePeer, dann Mysterium, Filecoin Station, Sentinel, AIOC hatte ich ja vor kurzem erst ein Video zu veröffentlicht und Golem. Mysterium müsst ihr extrem vorsichtig sein. Schaltet es bitte ab. Ja, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wir hatten ja im letzten Jahr, beziehungsweise viele von euch hatten Probleme, was Mysterium angeht, dass illegale Inhalte runtergeladen wurden. Seid da bitte extrem vorsichtig. Aber wie gesagt, da verliere ich gleich noch ein Wort dazu. Ansonsten LivePeer, Filecoin Station, Sentinel, AIOC etc. ist alles mit inklusive und wird halt eben auch freigeschaltet, sobald eure Node halt eben dazu auch zugelassen ist. Ich sage es mal ganz einfach so. Ja, das ist noch nicht alles. Das bedeutet, im Laufe der Zeit, beziehungsweise im Laufe von 2025, werden hier noch viele, viele Deepin-Projekte dazukommen. Das bedeutet, dass halt eben auf der Node meinetwegen 30, 40, 50, ich weiß nicht genau, was dieses Jahr passiert, aber es werden einige Deepins dazukommen, die halt eben auf der einen Node drauf läuft. Das heißt, ihr habt das alles im Blick, im Ein-Dashboard sozusagen. Von daher sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze weiter läuft. Ja, wir switchen mal rüber zur Roadmap. Also, das ist quasi der Fahrplan, was Hivelo angeht. Und es wird dieses Jahr natürlich sehr interessant. Ich glaube, wir haben es hier unten auch nochmal zum Beispiel für März, also bis März 2025 gibt es ein Empfehlen- und Verdienprogramm. Das gibt es auch schon. Das zeige ich euch natürlich auch gleich. Dann gibt es den Hivelo Token. Das bedeutet, die Plattform wird auch den eigenen Token launchen. Das bedeutet, ihr kriegt zum einen die Vergütung aus dem Deepin-Projekt, was über die Node läuft. Und zum anderen bekommt ihr noch den Hivelo Token dazu zusätzlich. Das heißt, ihr verdient quasi zweimal an der ganzen Geschichte. Es gibt weitere hochverdienstvolle Deepins, das heißt, es wird auch halt eben, da werden noch Deepins hinzugefügt demnächst und es wird extrem spannend. Ihr seht jetzt hier ab Juni quasi
beziehungsweise bis Juni Wallet- und Anmeldeintegration. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, eure Wallet zu verknüpfen, Auszahlung in Fiat, USDT oder Tokens. Das finde ich halt eben sehr interessant, weil ihr habt die Möglichkeit, eure Gesamteinnahmen aus diesen Nodes zum Beispiel in USDT auszahlen zu lassen. Das heißt, ihr müsst nicht in jedes Projekt reingehen, müsst ihr halt dementsprechend nicht den Token, den ihr dort verdient, in andere Währung tauschen, sondern das macht ihr alles direkt hier quasi in eurer Node von Hivelo. Und das finde ich halt eben relativ interessant. Ihr seht ja nochmal die API-SDK-Entwicklung, weitere Deepin-Projekte. Das heißt, hier geht es wirklich gut vorwärts. Und zum Ende des Jahres, Dezember 2025, KI-gestütztes Belohnungsoptimierung. Das Ganze ist natürlich ja auch ein bisschen KI unterstützt, sage ich jetzt mal. Also so zumindest der Aufbau. Ja, ihr seht hier nochmal Tokenverlauf, Hivelo, das bedeutet, Hivelo startet halt dementsprechend auch seinen eigenen Token. Der Token-Launch ist am 11. Februar 2025. Das heißt, in ungefähr 14 Tagen findet das TGE statt. Aktuell kann man schon im Launchpad kaufen. Ja, und der Hivelo-Token wird halt eben an alle mitgemacht, die dementsprechend auch im Netzwerk hier dabei sind. Das heißt, die eine Hivelo-Node letztendlich benutzen. Und das wird natürlich auch interessant, weil ihr natürlich doppelt dran verdient an der ganzen Geschichte. Und das finde ich halt eben interessant. Ja, Link zum Projekt packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Wer mitmachen will, kann gern mitmachen. Ganz, ganz wichtig, bitte do your own research. Es sind unter anderem Traffic-Netzwerke dabei, die natürlich ein gewisses Risiko mit sich bringen. Von daher solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Ja, ihr seht es hier, das ist jetzt quasi mein Dashboard. Das heißt, den Link dazu packe ich in die Videobeschreibung rein. Ihr meldet euch an, braucht noch einen Google-Account dazu. Ist eigentlich relativ einfach. Wir fangen ganz einfach mal hier oben an. Das heißt, ihr kriegt zusätzlich zu euren Einnahmen, die ihr dementsprechend hier oben seht, diese Punkte. Die Punkte bestimmen natürlich dann halt auch, wie viel Hivelo-Token ihr in den jeweiligen Airdrops bekommt. Das bedeutet, ich habe es eben gesagt, ihr habt einmal eure normalen Verdienste sozusagen aus diesen ganzen Nodes, die laufen, und halt eben nochmal die Punkte, die bestimmen, wie viel Hivelo-Token ihr bekommt, also quasi doppelte Einnahmenchance. Hier auf der linken Hand habt ihr die Möglichkeit, dann, wenn es soweit ist, im Q2 hatte ich eben schon gesagt, Withdraw. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, hier dementsprechend auch direkt auszuzahlen. Das heißt, das, was ihr insgesamt damit verdient habt, das heißt, ihr müsst nicht aus den einzelnen Projekten was machen. Ihr könnt halt eben hier die Transaction Refer and Earn ist hier schon scharf geschaltet. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich kenne da einen, den könnte es auch interessieren, schickt den Link hin. Hat über diesen nichts mit dem Schneeballsystem zu tun, weil hier geht es einfach nur darum, die Nodes zu verteilen, und ihr habt hier auch Nullkosten. Das heißt, in diesem ganzen Projekt, was ihr habt, also Hivelo, habt ihr null Investitionskosten. Das Einzige, was ihr habt, ist halt eben die Installation und der Rechner, der natürlich Strom verbraucht. Aber bei den meisten von euch läuft das ja sowieso schon automatisch mit. Von daher ändert sich da ja nicht viel. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, also ihr scannt dann QR-Code, ladet die Node runter, auf dem Client sieht das Ganze so aus. So ähnlich ist auch dementsprechend die Node aufgebaut. Und ihr seht hier sind aktuell zwei Netzwerke, die laufen. Also einmal AIOC und Mysterium. Mysterium habe ich euch eben schon gesagt. Ihr könnt das abschalten, ihr solltet es auch abschalten auf eurer Node. Wir hatten ja letztes Jahr einige Vorfälle gehabt, was das Netzwerk angeht, Mysterium. Ja, und ich möchte natürlich nicht, dass euch genau das gleiche passiert, von daher schaltet Mysterium ab. Da wird halt eben anfangs bei Hivelo hier nicht extrem viel rumkommen, aber dadurch, dass ja wir in der Roadmap dementsprechend stehen haben, dass hier noch mehrere Deepin-Projekte dazukommen, hatte ich euch ja eben hier quasi schon vorgelesen, werden halt eben auch hier andere Deepins dazukommen. Also so sieht das aktuell bei mir aus. Das kann natürlich sein, dass bei euch ein paar mehr Netzwerke drin sind. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was habt ihr letztendlich, was benutzt ihr für eine Hardware als Node, wie schnell ist eure Internetverbindung, ja, und da seht ihr dann letztendlich hier unten, wie viele Netzwerke ihr quasi drin habt und die Belohnung halt eben, die hier hochgerechnet wird. Und ihr seht das auch dementsprechend auch nochmal direkt auf der Node. Ist ein kleines Tool. Da ist wirklich nur ein An- und Ausschalter und habt ihr nur die Möglichkeit, die Netzwerke an- und auszuschalten. Das macht wenig Sinn, da jetzt nochmal extra rüber zu springen, remote auf den anderen Rechner. Nur halt eben, dass ihr es hier im Dashboard schon mal letztendlich gesehen habt. Ja, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Also wie gesagt, Hivelo geht dieses Jahr richtig steil in Anführungsstrichen. Das bedeutet All-in-One Deepin Manager. Ich rechne mal mit 30, 40 oder 50 weitere Deepins, also quasi an Ihrem Netzwerkportfolio bis Ende des Jahres. Ja, wie gesagt, die System-Requirements sind extrem gering. Das heißt, selbst auf Mini-PCs läuft die Node ohne Probleme. Mac, Linux funktioniert es natürlich auch.
Laut Roadmap wird es extrem interessant, Auszahlungen in USDT oder sogar in Fiat. Das bedeutet, ihr könntet euch, was ihr hier dementsprechend mit eurer Node verdient, auch dementsprechend in Fiat auszahlen lassen, also in Dollar aufs Bankkonto etc. Das funktioniert dann natürlich auch. Und wie gesagt, die ganzen Events dazu. Und natürlich auch den Havelo Token, der dementsprechend kommen wird. Laut meinen Informationen ist das Ganze auf Solana. Das bedeutet halt eben, dass ihr da zusätzlich nochmal Einnahmen generiert. Ich hatte es eben schon gesagt, die Punkte, die ihr dementsprechend hier habt, werden dann irgendwann umgerechnet in den Havelo Token. Plus nochmal zusätzlich den eigentlichen Verdienst, den ihr bekommt. Von daher sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.